John? Was machst du hier? Der Unterricht beginnt in etwa 1,5 Stunden. Ich gehe nicht mehr zu deinen Kursen. Ich gebe auf. Ich kann nicht mehr. Ah? Aber warum? Kann ich irgendetwas für Sie tun? Vielleicht kann ich dir helfen. Oh wirklich? Du hast mir die ganze Zeit geholfen, Deutsch zu lernen? Nein, danke. Was? Aber was ist passiert? Habe ich etwas falsch gemacht? Sag mir. Nein, Lehrer. Es tut mir wirklich leid. Aber ich kann das nicht mehr tun. Es ist zu schwer. Du meinst Deutsch lernen? Ich weiß, dass es manchmal nicht einfach ist, aber du darfst nicht aufgeben, Jon. Aber Lehrer, ich versuche es und so sehr ich es auch versuche. Ich kann mir einfach keine neuen Vokabeln merken. Ich habe das Gefühl, dass ich nur Grundkenntnisse der deutschen Sprache beherrsche. Ich versuche, mir neue Wörter zu merken, aber nichts. Und ich muss neue Wörter lernen, um besser sprechen zu können, um bei meiner Arbeit mit meinen Kunden sprechen zu können. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, dass es schwierig sein kann, neue Wörter auf Deutsch zu lernen. Aber ich werde dir helfen, okay? Ich werde Ihnen sagen, wie Sie sich neue Wörter merken können. Wirklich, Lehrer? Vielen Dank. Ich werde auf alles achten, was Sie sagen. Mir werden von Lernenden oft Fragen gestellt und eine der wichtigsten ist, wie verbessere ich meinen Wortschatz? Und das Erste, was ich meinen Schülern immer empfehle, ist lesen, lesen und lesen. Lesen Sie wann immer möglich. Ob Roman, Zeitschrift oder etwas Triviales. Achten Sie besonders auf alles, was beschriftet ist. Je mehr Sie den Worten ausgesetzt sind, desto mehr wirst du lernen. Überspringen Sie keine unbekannten Wörter, wenn Sie nicht wissen, was ein Wort bedeutet. Schauen Sie nach und notieren Sie es. Aber natürlich muss man dieses Wort später in einem anderen Satz verwenden. Versuchen Sie beim Lesen und Entdecken neuer Wörter, die Bedeutung des Satzes herauszufinden. Sich an etwas erinnern. Je mehr Sie lesen, desto mehr Wörter werden Sie lernen. Also tun Sie es so oft wie möglich. Und ich glaube, das habe ich Ihnen schon einmal gesagt, aber ich sage es noch einmal, es spielt keine Rolle, was Sie lesen. Es kann eine Zeitschrift, eine Zeitung, ein Buch sein, was auch immer Sie wollen, aber lesen Sie bitte etwas. Da ich Ingenieur bin, lese ich gerne Artikel über Ingenieurwesen und Technologie. Es ist irgendwie schwierig, alles zu verstehen, aber ich versuche es trotzdem. Ist das okay, oder? Das ist großartig. Wenn Ihnen gefällt, was Sie lesen, wird es Sie motivieren, mehr darüber zu erfahren. Sie können auch Folgendes tun, und dieser Tipp hat vielen Schülern geholfen: Konzentrieren Sie sich auf ein einziges Wort des Tages. Menschen versuchen normalerweise, sich jeden Tag viele Wörter oder Sätze zu merken, aber das gelingt ihnen nicht. Und vielleicht liegt das daran, dass sie mehr nehmen, als sie bewältigen können. Konzentrieren Sie sich auf ein einziges Wort pro Tag. Wenn Sie beispielsweise das Wort Flasche lernen, verwenden Sie es so oft wie möglich.
Oh, diese Flasche Wasser ist anders. Oh, meine Mutter hat 2 Flaschen Limonade. Oh, ich möchte eine Flasche Milch. Dies wird Ihnen nicht nur helfen, sich das Wort und die Aussprache zu merken, sondern es auch mit anderen Sätzen in Beziehung zu setzen. Auf diese Weise können Sie dieses Wort in vielen verschiedenen Situationen verwenden. Es hilft wirklich. Nehmen Sie immer ein Wörterbuch mit. Verwenden Sie die von Ihnen bevorzugten Versionen, in gedruckter Form, in Software oder online. Wenn Sie ein neues Wort entdecken, schlagen Sie es im Wörterbuch nach, um sowohl seine Aussprache als auch seine Bedeutung zu erfahren. Suchen Sie als nächstes nach ähnlichen Wörtern und Ausdrücken sowie deren Gegensätzen, Synonyme und Antonyme. Dies wird Ihnen helfen, dieses Wort besser zu verstehen und zu wissen, wie man es verwendet. Viele Leute achten nicht darauf, aber ein gutes Wörterbuch ist wirklich wichtig. Sie können aber auch Ihr eigenes Wörterbuch erstellen. Ja, das hast du sehr gehört. Nun ja, John. Es ist eine sehr gute Idee, die neuen Wörter, die Sie entdecken, aufzuschreiben. Die Wörter, die Sie interessieren. Wenn Sie sie einfach aufschreiben, werden Sie beim Lesen beginnen, die Wörter wiederzuerkennen. Darüber hinaus gibt Ihnen das Führen eines Wörterbuchs mit all Ihren neuen Wörtern die Sicherheit, noch mehr Wörter zu lernen. Vor allem, wenn Sie sehen können, wie viele neue Wörter Sie bereits gelernt haben. Es ist motivierend. Oh, etwas, das auch sehr gut für Leute funktioniert, die neue Vokabeln lernen möchten, ist: Nutzen Sie Ihre innere Stimme. Sie wissen, dass Lernen im Wesentlichen ein interner Prozess ist. Um ein Wort zu lernen, müssen Sie in die Welt Ihrer inneren Stimme eintauchen. Versuchsvergens. Hören Sie sich ein Wort, eine Phrase einmal an, hören Sie es nun in Ihrem Kopf und sagen Sie es dann in Ihrem Kopf. Dann sag es laut. Nehmen Sie auf, wie Sie es sagen, und hören Sie sich die Aufnahme an. Okay? Klingt es so, wie Sie es mit Ihrem Innenohr gehört haben? Also, arbeiten Sie daran. Was sonst? Oh, verwenden Sie räumliche Wiederholungen. Durch Wiederholung werden neue Wörter im Gedächtnis verankert. Allerdings ist eine 100-malige Wiederholung an einem Tag nicht so effektiv wie. Wenn man sie über einen Zeitraum von mehreren Tagen oder Wochen mehrmals wiederholt, spricht man von einer räumlichen Wiederholung. Benutzen Sie sofort das neue Wort. Versuchen Sie dann, sich in einer Stunde daran zu erinnern. Überprüfen Sie es kurz vor Ihnen. Geh ins Bett. Einen Tag später erneut verwenden. Überprüfen Sie es abschließend in ein paar Tagen danach. Das ist der beste Weg. Fordern Sie sich selbst mit Wortspielen heraus. Die Wahrnehmung einer Herausforderung stimuliert das Gehirn. Spiele, die Ihnen helfen, neue Bedeutungen und neue Wörter zu entdecken, sind eine unterhaltsame Möglichkeit, Ihren Wortschatz zu erweitern. Einige Beispiele können sein: Kreuzworträtsel, Anagramme, Wortwirrwarr, Scrabble und Boggle. Viele davon findet man im Internet. Sie müssen nur das richtige Spiel für Sie suchen. Nehmen Sie auch an Gesprächen teil. Das einfache Gespräch mit anderen Menschen kann Ihnen dabei helfen, neue Wörter zu lernen. Wie beim Lesen gilt auch hier: Sobald Sie ein neues Wort hören, denken Sie daran, es aufzuschreiben, damit Sie es später studieren können.
Und fügen Sie dann das neue Wort langsam Ihrem eigenen Wortschatz hinzu. Das ist erstaunlich. Sprechen Sie es schließlich in die Realität aus. Es ist nicht einfach, sich in einem bestimmten Moment aktiv an ein neues Wort oder eine neue Phrase zu erinnern. Auch wenn Sie sich Mühe gegeben haben, es auswendig zu lernen. Glauben Sie mir. Um dies zu ändern, zeichnen Sie Ihr Sprechen 2 bis 4 Minuten lang auf, ohne anzuhalten. Sie könnten die Welt um Sie herum beschreiben oder Ihre Meinung zu einem bestimmten Thema äußern. Hören Sie sich als nächstes die Aufzeichnung Ihrer Rede an und achten Sie darauf, welche Wörter Sie verwendet haben. Haben Sie eines der neuen Wörter verwendet, die Sie aktivieren möchten? Oder haben Sie bekannte Wörter verwendet, die durch die neuen Wörter ersetzt werden könnten? Anschließend erstellen Sie eine neue Aufnahme. Ist es besser? Wenn nicht, dann machen Sie es immer wieder. Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie sicher leicht neue Vokabeln lernen. Probieren Sie sie einfach aus. Du hast mir sehr geholfen, Lehrer. Ich wollte gerade aufhören. Aber jetzt fühle ich mich motiviert. Ich kann nicht aufhören. Dies ist mein Traum. Ich möchte fortgeschrittenes Deutsch sprechen. Lehrer, eine Frage. Kann ich Sie bitte um weitere Tipps zum Deutschlernen bitten? Natürlich. Das ist meine Aufgabe, den Schülern zu helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es mich einfach wissen, indem Sie dieses Video kommentieren. Das ist alles. Danke, Lehrer. Vielen Dank. Jetzt werde ich noch fleißiger lernen.